Ganz abgesägt haben sie ihn zwar noch nicht, aber die Zeit von Wladimir Iljitsch ist abgelaufen. Auch hier, im Hinterhof einer Plattenbausiedlung in der Millionenstadt Bischkek, das bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion vor 3 Jahrzehnten noch Frunse hieß. Heute schlägt hier das Hauptstadtherz der Republik Kirgisistan. Und mitten in Zentralasien wohnt hier ein stolzes Volk, dessen Vorfahren eigentlich aus Westsibirien stammen. Ein Volk, das anstelle Lenins lieber einen Stammesvater aus dem Mittelalter verehrt. Und die Kirgisen verehren ihre Berge, die bei klarem Wetter wie eine eisige Wand hinter der Hauptstadt stehen. Tien Shan werden sie genannt, Himmelsgebirge. Heute, liebe Zuschauer, riecht's nach einer Regenschlacht. Komisch, seit 3 Wochen sind wir jetzt schon unterwegs in Zentralasien und immer war uns der Wettergott treu. Egal ob auf der Seidenstraße im Chimgan-Gebirge oder auf den Hochebenen von Kirgisistan am Songkhöl, wo wir ja fantastische Regenbögen gesehen haben und fantastische Sonnenuntergänge. Jetzt wollen wir richtig hinauf ins Himmelsgebirge, in den Tien Shan. Und was passiert? Der Himmel weint. Wir werden es trotzdem in Angriff nehmen und erst mal ein paar 100 oder 1000 Höhenmeter nach oben steigen. Und dann werden wir mal schauen, wie das hier weitergeht und was wir hier alles zu sehen bekommen. Auch wenn der Himmel weint, hier im Himmelsgebirge, uns kann das natürlich nicht davon abhalten, aufzusteigen. In die Gebirgswelt des Ala-Archa Nationalparks, der zu den schönsten in ganz Kirgisistan gehören soll. Wir sind im westlichen Tien Shan, nur 2 Autostunden entfernt von der Hauptstadt Bischkek, wo sich die vergletscherten Gipfel des Ala-Archa bis weit über 4000 Meter himmelwärts recken. Na klar, wir haben die Rucksäcke mit unserer Berg- und Filmausrüstung schon besser gelaunt durch die Berge getragen. Aber wenigstens wissen wir, dass irgendwo da oben, im etwas besseren Wetter und nach mehr als 1000 Metern Aufstieg, ein Dach über dem Kopf wartet. Die Radzek-Hütte, ein Refugium, das schon zu Sowjetzeiten bei Alpinisten sehr beliebt war. Oh, ja, das war schlau. Aber echtes Bergsteigercamp hier, wie man sieht. Unterricht. Ja. Direkt neben dem Camp üben sich ein paar junge Alpinisten im Top-Rope-Klettern. Es ist Anfang Juli und wir sind hier oben an der Gletschermoräne natürlich nicht die einzigen Gäste. Als wir in unsere Dachkammer hinaufsteigen, wo die Schlafplätze sind, werden wir schon erwartet. Wir freuen uns übers Wiedersehen mit Wladimir Komisarow. Der Chef des kirgisischen Alpinclubs hatte uns ja schon beim Felsklettern an der chinesischen Grenze unterstützt. Jetzt will er uns eine der schönsten Alpinregionen seines Landes zeigen. Viel Platz ist nicht hier in der Berghütte. Das ist in Zentralasien nicht anders als zu Hause in den Alpen. Trotzdem stapeln wir uns irgendwie zurecht in diesem Doppelstocklager. Draußen hat es inzwischen ein bisschen aufgeklart und ausgerechnet auf dem Weg zum stillen, aber nicht unbedingt gemütlichen Örtchen offenbart sich uns zum ersten Mal die gewaltige Schönheit dieser Hochgebirgskulisse am Aksai-Gletscher. Ringsum 4000 Meter hohe Gipfel. Die meisten von ihnen bedeckt mit ewigem Eis. Mehr als 1000 Gletscher gibt es in ganz Kirgisistan. Aber diese hier sind unserem Begleiter Wladimir die liebsten. For us, is most famous area for mountaineering of all Kyrgyzstan. Es ist nicht nur die schönste, sondern auch die beliebteste Bergregion in unserem Land. Aber nicht nur wir Kirgisen lieben diesen Ort.
Aus allen Teilen der ehemaligen Sowjetunion, aus all unseren Nachbarländern kommen Bergsteiger hierher, um zu trainieren und schwer zu klettern. Schaut euch doch mal um. 25 Gipfel haben wir hier, mit mehr als 170 Aufstiegsrouten. Und davon gibt es gerade mal 3 Wege, die man als leicht bezeichnen könnte. Die meisten sind wirklich richtig hart und schwierig. Es ist ein Paradies für Bergliebhaber. Ihr seht's ja selbst. So wie es aussieht, fühlen sich hier oben im Paradies nicht nur ambitionierte Bergsteiger wohl. Stundenlang können wir direkt neben der Hütte die behenden Gemsen des Tien Shan auf ihren Familienwandertagen beobachten. Und natürlich bestaunen wir die gewaltigen Felswände. Viele, wie die da drüben am Corona Peak, mehr als 1000 Meter hoch. Hier mal auf einem Gipfel zu stehen, davon haben wir schon lange geträumt. Und weil wir uns diesen Traum nun endlich erfüllen wollen, scherbeln wir uns mit Wladimir zum Akklimatisieren durchs endlose Geröll neben der Gletschermoräne. Während Kamera und Stativ immer schon ein Stück voraus sein müssen, marschiere ich gemeinsam mit Johnny, meinem Tonkollegen, brav im Gänsemarsch. Die Nachhut hat Jura übernommen, ein Bergführerkollege von Wladimir aus Bischkek. Panoramawandern durchs Geröll. Für die Gelenke ein Jammer, für die Seele ein Segen. Bis auf 3700 Meter arbeiten wir uns im Zickzack nach oben. Das muss für heute erstmal genügen. Sehr lecker. Pause und erstmal was essen. Genüsslich umschauen und miteinander reden. First time I have been here 52 years ago. Wow. I was teenager. Vor mehr als 50 Jahren war ich das erste Mal hier. Da war ich noch ein kleiner Junge. Ich ging noch zur Schule. 1967 war das. Da bin ich bis zum Gletscher gewandert und habe nur gestaunt. Aber schon wenige Monate später war ich wieder hier und habe den Uchitiel Peak bestiegen. Am 15. Januar 1968. Es war eine Winterbesteigung und der erste richtige Gipfel in meinem Leben. Inzwischen hat Wladimir auf allen Gipfeln im Ala-Archa gestanden. Das will was heißen, denn selbst die Normalwege sind hier mit Schwierigkeiten bewertet, die nur erfahrene Alpinisten beherrschen. Die schwierigste Tour, die er hier gemacht hat, war eine Nordwandbegehung am Peak Freies Korea, so erzählt er uns. Eine 800 Meter Wand mit bis zu 85 Grad Steileis. Das ist dann schon die ganz hohe Schule des Bergsteigens. Wladimir ist eine, wenn nicht sogar die Koryphäe im zentralasiatischen Alpinismus. Das erste Mal getroffen haben wir ihn in seinem urigen Büro, wo es aussieht wie in einer Berghütte mit eigener Bibliothek. Tonnenschwer die Regale mit Bergbüchern aus aller Welt. Die Wände förmlich tapeziert mit Erinnerungsstücken seiner Expeditionen und den Schreibtisch, den hat er immer voller Projekte. Als Präsident des kirgisischen Alpinclubs will er nicht nur repräsentieren, er dokumentiert vor allem die Historie des Bergsteigens im Pamir und im Tien Shan. Ein Fundus mit unzähligen Datenbanken und Routenbeschreibungen ist über die Jahre entstanden. Kaum eine Ecke, die er nicht schon mit eigenen Augen gesehen hätte. Und immer ist er bereit loszuziehen, so wie mit uns jetzt zu den Gipfeln des Ala-Archa. Alpinistisch erschlossen wurde das Gebiet am Aksai-Gletscher erst in den 1950er Jahren. Unter Führung eines slowakischen Expeditionsleiters. Racek hieß der und nach ihm ist hier nicht nur ein Gipfel benannt, sondern auch die Hütte an der Gletschermoräne. Die erste und für lange Zeit einzige Berghütte in ganz Zentralasien übrigens.
Und so sah er aus, der Bergsportpionier im Ala Archa. Ein verwegener Kerl, der gemeinsam mit seinen Freunden die Baumaterialien für das Refugium auf dem Buckel und mit Pferden hier hinaufgebracht hat. Wladimir erzählt uns, wie es den Slowaken überhaupt hierher ins Himmelsgebirge verschlagen hat. Before Second War, es war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Da kamen ein paar hundert Leute aus der Tschechoslowakei hierher nach Kirgisistan. Sie haben eine Kooperative aufgebaut. Entwicklungshilfe würde man das heute nennen. Es war damals eine Fabrik für Landwirtschaftsmaschinen. Die Eltern von Wladimir Racek haben dort gearbeitet und der Sohn zog in die Natur. Gehörte zu Beginn der 50er Jahre zu den ersten Bergsteigern überhaupt hier in Kirgisistan. At 1950 he was one of first Kyrgyz climbers. Später wurde Wladimir Racek Kommandeur des sowjetischen Gebirgsjägerbataillons im benachbarten Usbekistan und sowjetischer Staatsbürger. Die Racek-Hütte blieb den Bergsteigern, war sozialistisches Volkseigentum für all jene, die nach Höherem strebten. Oft fanden hier unter ganz spartanischen Bedingungen die berühmten Alpinaden statt. Die straff organisierten Treffen der sowjetischen Bergsteiger, die sich das Rüstzeug für große Aufgaben erwerben wollten und mussten. Soviet style. Das war der typisch sowjetische Weg, erzählt Wladimir. Er habe nirgendwo anders auf der Welt etwas Vergleichbares gesehen oder gehört. Wie junge Bergsteiger hier ausgebildet worden sind. Auf dem langen Weg vom Anfänger Schritt für Schritt bis zur Meisterklasse. Von der Pike auf wurden alle Fähigkeiten einstudiert, angelernt, verbessert und immer wieder kontrolliert. Quereinsteiger waren nicht zugelassen. Die sowjetische Sportführung legte großen Wert auf eine solide Grundausbildung. Jeder, ohne Ausnahme, musste diese alpine Schule durchlaufen, bevor man ihn in die Berge ließ. Sie haben dich gar nicht in schwere Routen reingelassen, wenn du schon im unteren Schwierigkeitsbereich Probleme hattest. Erst wenn du dort absolut sicher warst, durftest du schwerere Sachen probieren. Und alles, was nicht klappte, das musstest du so lange wiederholen, bis es wirklich sitzt. 7 Leistungsklassen gab es damals insgesamt. Tja, und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Außerdem war es auch eine echt gute Motivation. Very, very good experience. And also we have strong motivation. Denn zu den großen Unternehmungen in die sowjetischen Hochgebirge wurden natürlich nur die Besten mitgenommen. Wer also mal dabei sein wollte bei so einer Kollektivexpedition zum Peak Lenin oder zum Peak Kommunismus, wer einmal auf einem 7000er stehen wollte, der musste sich diesem System unterordnen. Die Gebirge an der Grenze waren ja auch überall streng bewacht. Alleingänge waren hier ein absolutes Tabu. Das war natürlich manchmal total nervig, immer und überall nach der Genehmigung und nach dem richtigen Stempel zu fragen. Tja, aber so war es wenigstens sicher und es war auch sehr effektiv. Schau mal, aus dem Westen kommen bis heute manchmal Leute her, die sind vor 2 Wochen auf die Zugspitze gewandert und dann glauben sie schon, sie könnten als nächstes mal schnell auf den Peak Lenin oder auf einen anderen 7000er klettern. Trotz spartanischer Ausrüstung seiner Zeit und trotz großer Konkurrenz hat es der gelernte Geologe Komissarow auf alle 7000er der Sowjetunion geschafft. Er darf sich seither Ilbirs nennen, Schneeleopard. Ein Titel, der bis heute unter den russischsprachigen Alpinisten sehr begehrt ist.
So ein Alpinistenlager in Zentralasien oder Russland zu besuchen, das ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Das liegt nicht nur an der herrlich melancholischen Musik, die hier gespielt wird. Es ist auch der exotische Charme solcher Orte, an denen bis heute mit viel Geschick und Herzblut improvisiert wird. Mitten zwischen den Blechhütten und Zelten gibt es hier sogar eine Mobi-Bar, eine mobile Banja. Zu Hause würden wir Sauna dazu sagen. Es braucht keinen übertriebenen Komfort, wenn man sich hier im Hochgebirge einfach nur ein bisschen wohlfühlen will. Platz ist eben wirklich in der kleinsten Hütte. Und auch in der Küche, wenn so eine köstliche Okroschka serviert wird. Eine kalte Gurkensuppe mit Dill und mit Jagdwurst. Die soll uns ordentlich Beine machen für den nächsten Morgen. Denn jetzt wollen wir endlich ein bisschen Bergsteigen hier im Ala-Archa, dünne Luft atmen auf einem richtigen Gipfel im Himmelsgebirge. Wir haben uns einen der leichteren ausgesucht, also leistungsgerecht. Trotzdem müssen wir auf bis fast 4.300 Meter hoch. Der Box Peak ist unser Ziel. Wladimir hat es rausgesucht. Box Peak, das ist ein bisschen ein merkwürdiger Name, aber die Bergführer haben uns erzählt, es hat nichts mit dem Boxen zu tun, sondern es ist eine Abkürzung für einen alten russischen Begriff, einen sowjetischen Begriff. BOKS. B für Bolschoi, O für Okno. Bolschoi Okno, das heißt großes Fenster. Box, ja, K und S heißt dann kommunistisches Sowjetsystem, also das große Fenster des kommunistischen Sowjetsystems. Wahrscheinlich war der große Ausblick gemeint. Die Zeiten solcher Propaganda sind zum Glück vorbei. Wir hoffen lieber, dass uns heute der Wettergott ein bisschen treu ist auf dem Weg zum Gipfel. Bis jetzt sieht das ja ganz gut aus hier oben auf dem Aksai-Gletscher. Wladimir hat uns gewarnt, es wird ein harter Aufstieg, aber von ganz oben, ich verspreche es euch, werdet ihr das Paradies sehen. Mountain Paradise. Der Gletscher ist ausgeapert. Steigeisen brauchen wir keine. Am Seil gehen wir bei der Querung natürlich trotzdem. Die Landschaft hinter und neben uns ist großartig. Nur beim Blick nach vorn, da wird uns ein bisschen mulmig. Als wir nämlich in die Westflanke des Box Peak schauen, da schwant uns, was Wladimir mit dem harten Aufstieg meinte. Der Weg in Richtung Gipfelgrat führt durch ein langes und steiles Geröllfeld. Solche Aufstiege sind mühsam. Und sie sind leider auch nicht ganz ungefährlich. Wehe dem, der hier mal einen Stein lostritt, wenn hinter oder unter ihm noch die Kameraden schnaufen. Behutsam arbeiten wir uns nach oben und zugegebenermaßen auch ein bisschen angenervt. Und das der Weg ins Paradies ist, dann will ich da nicht hin. Nee, dann bleibe ich auf. Dann bleib ich da hin. Immer wieder versucht Wladimir, auch auf die kleinen Schneefelder auszuweichen, die allerdings am frühen Morgen noch bretthart gefroren sind. Das ist schon ein heikler Eiertanz, den wir hier in Kauf nehmen für unseren Gipfel. Also so auf rohen Eiern bin ich selten. Ein Couloir hochgestolpert. It was like 20 million fresh eggs like this, you know. Does it Couloir has already a name? No.
Ob dieses Schindercouloir schon einen Namen hat, möchte ich von Wladimir wissen. Und als er das verneint, frage ich ihn, ob wir die Schuttrinne taufen dürfen. Yes, we can. Ich habe eine sehr gute Idee. Und zwar nennen wir dieses Couloir, abgesegnet vom kirgisischen Alpinclub, das Bobe-Couloir. Denn ein gewisser Kollege Bobe, der hat das alles mal erfunden mit Biwak. Der hat uns das alles eingebrockt. Und heute sitzt er zu Hause und sagt, macht doch euren Dreck alleine. So wie es früher der sächsische König getan hat. Schöne Grüße nach Hause. Wir gucken jetzt, dass wir noch zum Gipfel kommen. Thank you. We have to write it down. This is the Bobe-Couloir from today. Okay. Отлично. We will write your description in our... Wladimir verspricht uns hoch und heilig, dass die neue Bezeichnung im nächsten Routenführer ganz offiziell eingearbeitet wird. Und als wir dann mehr als 1000 Höhenmeter über unserem Quartier den kombinierten Gipfelgrat erreichen, da sind wir uns auch schon nicht mehr ganz so sicher, ob der daheim gebliebene Kollege jetzt nicht vielleicht doch ein bisschen neidisch zuschaut. Hier wird's tatsächlich paradiesisch, auch wenn wir auf dem vorletzten Loch pfeifen. Peak Bot, Большой окно, Tian Shan. Die letzten Meter. Und was Johnny hier mit Wladimir zelebriert, das ist kein Schwächeanfall, sondern die versöhnliche Besiegelung einer neuen Bergfreundschaft. Old Buffalo. Old Buffalo. Alten Büffel. Hey, young Buffalo. Der Kai. Spasibo большое. Der Dank geht vor allem auch an unsere 3 Begleiter, die während all dieser Schinderei sogar noch gefilmt haben. Eine gewisse Luftknappheit macht sich breit. Wie hoch? 4000? 4300, glaube ich, laut Karte. Naja, ein bisschen wird der Kopf schon dicker, ne? Chai. Wladimir, every summit is a special moment, even for you, I think. What is beim Gipfeltee möchte ich von unserem erfahrenen Guide wissen, was ihm noch so durch den Kopf geht, wenn er zum zig-hundertsten Mal in seinem Leben irgendwo ganz oben sitzt. Er sei einfach nur froh, sagt er, dass dieser furchtbare Aufstieg nun endlich vorbei sei. Noch ein-, zweimal Luft holen, dann kann er es auch genießen. Enjoy. Enjoy. Und wir? Wir müssen Wladimir am Ende doch noch recht geben. So ein bisschen fühlt es sich hier oben wirklich an. Wie im Paradies. Da sind wir also dem Himmel zu guter Letzt noch ein ganzes Stück näher gekommen hier im wunderschönen Himmelsgebirge. Wir sind zufrieden, Sie sind es hoffentlich auch. Wenn Sie noch mehr Informationen möchten, dann schauen Sie doch gerne mal bei uns im Internet vorbei, auf unserer Homepage oder auch auf unserer Facebook-Seite. Da gibt es noch mehr Informationen über unsere Expedition von der Seidenstraße ins Himmelsgebirge hierher in den Tian Shan, und außerdem erfahren Sie dort auch, was wir in Zukunft vorhaben. Mir bleibt jetzt nur noch Danke zu sagen. Danke allen, die hier mitgewirkt haben, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt hier stehen dürfen. Und danke natürlich auch Ihnen fürs Zuschauen. Ja, ich sage Tschüss, machen Sie es gut und lasse Sie hier noch mit diesem wunderbaren Panorama ein bisschen allein.